Eingebettet in die beeindruckende Felslandschaft des Juragebirges liegt eine auf den ersten Blick unscheinbare Höhle. Sie ist nur 4 Meter breit und auch etwa so tief. Eigentlich mehr eine Felsnische, in der man nicht einmal aufrecht stehen kann. Doch hierbei handelt es sich um eine der berühmtesten altsteinzeitlichen Fundstätten der Schweiz. Ende der 1960er Jahre entdeckten Kinder beim Spielen in der Riedlisberghöhle eigenartige Steine und Knochen. Und sie meldeten das ihrer Lehrerin, weil in der Schule behandelten sie die Steinzeit. Und die Lehrerin wiederum informierte dann die Kantonsarchäologie über die Entdeckungen von diesen Kindern. Und tatsächlich, es hat sich bestätigt, die Kinder haben mit dieser Höhle einen altsteinzeitlichen Lagerplatz entdeckt. 1973 wurde die Höhle dann vollständig ausgegraben und sie lieferte ein sehr umfangreiches, vielfältiges Fundmaterial zutage. 35.000 zerstückelte Tierknochenreste, über 20.000 Steinartefakte, Feuersteinartefakte vor allem, vieles davon allerdings Abfall, aber trotzdem, es weist auf eine hohe Belegung und eine hohe Produktivität hin. Unter den Feuersteinartefakten, die bei den Arbeiten gefunden wurden, befanden sich jedoch auch zahlreiche Werkzeuge. Der Stichel wurde zum Schaben, Schnitzen, Schneiden und Gravieren verwendet. Bohrer wurden beispielsweise benutzt, um Löcher in Holz oder Feld zu bohren. Kratzer wiederum dienten zur Abnahme von feinsten Spänen. Die Fundstätte ist öffentlich zugänglich. Wer den Ort selbst in Augenschein nehmen möchte, wird erst einmal überrascht sein. Vom Bahnhof Klus führt der Weg nämlich erst einmal durch ein weitläufiges Industriegelände. Schließlich gelangt man zu einem schmalen Pfad. Dieser verläuft wenige 100 Meter durch den Wald und endet bei der kleinen Höhle. Wie mag das Leben der Menschen, die hier lagerten, wohl ausgesehen haben? Zeitlich befinden wir uns in der Altsteinzeit im Magdalénien vor 15.000 Jahren. Die Menschen waren damals noch nicht sesshaft, sie zogen umher, sie jagten, sie sammelten, alles, was sie brauchten, um überleben zu können. Die Lage der Höhle erweist sich dafür als ideal. Die Engstelle zwischen Önsingen und Balztal war ein wichtiger Verbindungsweg zwischen dem Mittelland und dem Jura. Der altsteinzeitliche Lagerplatz befindet sich 15 Meter über der Talsohle. Von hier aus ließ sich die damals kaum bewaldete Landschaft und der Wildwechsel gut überblicken. Gefundene Harpunen und Speer- bzw. Geschossspitzen zeugen ebenfalls von der Anwesenheit von Jägern. Bei der Ausgrabung wurden zudem mehrere Feuerstellen entdeckt. Das waren Hitzespuren an Steinen und Steinplatten, die übereinander lagen. Das deutet darauf hin, dass die Riedlisberghöhle in mehreren Abschnitten mehrmals besucht wurde durch den Menschen. Wir begeben uns ins Archäologische Museum nach Olten. Dort sind einige der zahlreichen Funde ausgestellt. Darunter befindet sich auch ein ganz besonderes Artefakt. Ein bedeutender und seltener Fund ist ein Knochenplättchen. Darauf sieht man einen Steinbockkopf, der ist eingraviert, eingeritzt auf diesem Knochenplättchen. Er ist 15.000 Jahre alt. Vor 15.000 Jahren hat jemand
diesen Steinbock auf dieses Knochenplättchen geritzt und es ist somit das älteste Kunstwerk, das wir aus dem Kanton Solothurn kennen. Das Original befindet sich hier im Archäologischen Museum in Olten. Dort gibt es noch weitere Knochenplättchen aus der Rislisberghöhle zu sehen. Diese sind jedoch mit Strich- und Punktmustern verziert. Zum Fundmaterial gehören auch einige Hämatitstücke. Wenn man diese zu einem feinen Pulver zerreibt und mit einem Fett mischt, entsteht eine rote Paste. Diese kann zur Bemalung von Gegenständen und Körpern verwendet werden. Sie ist aber auch zur Imprägnierung von Leder und Fellen geeignet. Zudem fand man eine stattliche Anzahl an Schmuckobjekten aus Knochen, Geweih, Zähnen, aus Schneckenhäuschen oder Muscheln. Darunter befinden sich zum Beispiel mehrere Anhänger aus den Zähnen des Eisfuchses. Diese durchlochten Rentierzähne könnten hingegen auch zu einer Kette aufgezogen gewesen sein. Der verzierte Knochen eines Kolkraben gibt ein größeres Rätsel auf. War er auch ein Schmuckstück oder erfüllte er vielleicht sogar eine praktische Funktion? Die feinen Nähnadeln aus Knochen sind ein weiterer Beweis für die Kunstfertigkeit der Menschen vor 15.000 Jahren. Die kleinste ist lediglich 2,3 cm lang. Vieles über die Geschehnisse damals bleibt weiterhin ein Geheimnis. Wohin zogen die Menschen aus der Rislisberghöhle? Unterschieden sie sich im Wesen von uns? Wie dachten sie? Die Fundstelle selbst ist jedoch ein weiterer Mosaikstein im Gesamtbild lang vergangener Zeiten.